Sie hören SBS German. Am Donnerstag ist in Australien Are You OK Day. 26 Millionen Menschen in diesem Land, Sie und ich, sind aufgefordert, unsere Hand auszustrecken, eine Person zu kontaktieren, von der wir schon lange nichts mehr gehört haben, und diese zu fragen, wie geht es dir? Nein, wie geht es dir wirklich? Hintergrund natürlich die Corona-Pandemie. Sie spielt verrückt mit unserem Leben, Beruf und Alltag, Hobbys, nichts ist so, wie es war. Und diese Ungewissheit, sie bringt einen um den Verstand. Ein gefährlicher Mix für unsere mentale, geistige, seelische Gesundheit. Mental Health auf Englisch. Jeder 5. Australier, sagen Experten, war in den letzten Monaten mindestens einmal depressiv. Maria Kangas, Professor für Psychologie an der Macquarie University, erklärt. With depression, the warning signs is no longer finding pleasure in activities people have previously enjoyed doing, including their hobbies, no longer looking forward to socialising with people, although in the era of COVID that has become a little bit difficult as well because of restrictions. Noticing changes in sleep patterns, in concentration, finding oneself more irritable, more upset, more defensive, more sensitive to comments by others, maybe easily teary. There can be a whole constellation of symptoms, and it doesn't mean you have to have all of them. Die Folge, sagt Dr. Kangas, der Rückzug in die Isolation. Der Zwillingsbruder der Depression, sagt sie, ist Anxiety, auf Deutsch Angst oder ständige Sorge. With anxiety, it's fear-related. It is fear of how people are going to look upon them. If it's social anxiety, fear of being negatively evaluated or criticised by others, fearful of what people will think of them. That's for social. With generalised anxiety, it's fearing catastrophes, of future things going wrong, fearing about things going wrong with the family, with their jobs, with the world. But it's an exaggerated fear. It's heightened. It's far bigger than what, say, an average person is fearful about. Dr. Kangas kennt viele Leute, die Angst vor Covid haben, den Weltuntergang herbeireden, den Impfungen nicht trauen, ihren Frust nicht zur Seite schieben können. Diese Menschen, und bestimmt kennen Sie welche, vielleicht sogar in der eigenen Familie, sie sind im Moment ständig irritiert, deprimiert oder extrem besorgt oder beides zusammen. Ein Kaleidoskop der Emotionen, sagt Professor Kangas, mit gefährlichen Folgen. You can have irritability both for depression and anxiety, then can have the impulse control disorders where people are struggling with anger management issues. And that then leads to relationship problems both in the home, interpersonally, socially and in the workplace, and then in the broader community. And that becomes problematic because people find themselves in big trouble, and it could escalate to legal problems as well as threat of losing jobs if you really are quite aggressive. Impulse Control Disorder, Impulskontrollstörung auf Deutsch, das sind impulsive Störungen, im Volksmund auch gefährliche Leichtfertigkeit genannt oder Mangel an Selbstkontrolle. Man handelt spontan und ohne jede Erwägung selbst naheliegender Konsequenzen in Reaktion auf Außenreize und oder aus innerem Impuls. It's a build-up, and that's when people can really explode. And sometimes people's partners or family members or relatives may think, where has that come from? Not recognising that this person hasn't been coping for quite some time. It's a build-up of tension. And then that's it, someone just loses it. So it's not out of the blue, it's a build-up of factors. Aber wie erkennt man die Frühsymptome dieser mentalen Störungen? Harry Minas arbeitet am Global and Cultural Mental Health Unit der Universität Melbourne. Er erklärt, wer in seinen Augen als erster sehen sollte, hier stimmt was nicht. Those who are most likely to notice those changes is those who are closest to the person. They should pay closer attention, but also engage with the person and ask them to talk about what's happening. It's also very important to create a situation where the person feels comfortable to actually talk about what's happening to them and to feel that they're not going to be either judged harshly or ridiculed or in some other way what they're experiencing is dismissed. Egal ob Partnerin zu Hause, Kollege am Arbeitsplatz oder der beste Kumpel im Verein, wichtig ist, der Person zuzuhören, ohne vorgefasstes Urteil.
Jeder 4. Australier ist in Übersee geboren und Professor Minas arbeitet deshalb auch mit multikulturellen Communities, sehr oft sogar. Er beobachtet ein trauriges Phänomen. Für viele Migranten sind mentale Krankheiten ein Zeichen persönlicher Schwäche. Sie sind tabu und oft mit einem Stigma verknüpft, mit traurigen Folgen. Even if it's very clear to everybody that somebody has a mental illness, those people may be kind of kept at home. Families might reduce their contact with their community because they're ashamed, and they might actually resist seeking professional help for the person with a mental illness. Traurig, aber wahr. Denn genau dieser Gang zum Hausarzt, er könnte Heilung versprechen und die Person weiterleiten an einen Psychologen, Therapeuten oder sonstige Fachkraft. Oft braucht es nicht viel, um zu helfen. Eine gute Anlaufstelle sind auch die vielen Webseiten und kostenlosen telefonischen Beratungsstellen. Ein bekanntes Beispiel: Beyond Blue. Dort gibt es sogar ein Quiz mit 10 Fragen, die Sie und ich beantworten können, um festzustellen, wie es uns wirklich geht. Are you okay? Are you really okay? Der Arzt Dr. Grant Blaschke kann den Schnelltest jedem Australier wirklich nur ans Herz legen, und sei es nur, um mental auf Kurs zu bleiben im Kontext der Pandemie. Often, if you just have a mild result or your result comes back in the average range, there might be nothing to do, but we're also always encouraging people to look after their mental health, especially during this COVID pandemic time. So keep up regular exercise, make sure that you're keeping up a bit of routine at home, getting enough sleep, not having too much alcohol. Routine ist wichtig, genug Schlaf, Bewegung, nicht zu viel Alkohol. Dr. Blaschke sagt, wer beim Test weniger gut abschneidet, also ein mittelmäßiges Ergebnis, kein Grund zur Panik, aber der oder die sollte Beyond Blue anrufen. Und wer beim Quiz mit seinen 10 Fragen auf der Beyond Blue Webseite bös abstürzt, also ein schlechtes Ergebnis erzielt, der oder die sollte unbedingt einen Hausarzt aufsuchen. In Australien ist das nicht nur erlaubt, im Gegensatz vielleicht zum Herkunftsland vieler Migranten, sondern, so Dr. Blaschke, keine Schande und absolut erwünscht. In many countries, the family doctor, the GP, is not someone you would naturally think of as a good point of contact for a mental health issue. A lot of cultures think, GP is just for blood pressure, physical problems. But in Australia, our GPs are quite an important part of our mental health workforce. And in fact, they can undertake what's called a GP mental health plan. With this, it means that you get Medicare funding to see a specialist psychologist. Ein wichtiger Punkt, den Dr. Blaschke eben erwähnt hat. Der Hausarzt kann einen an einen Therapeuten weiterleiten und die Kosten übernimmt Medicare. Das sind 20 Besuche pro Kalenderjahr, 20 sogenannte Mental Health Sessions. Die Zuschüsse decken je nach Therapeut nicht die ganzen Kosten, aber sie sind eine willkommene Beihilfe und erlauben allen Australiern einen Mental Health Treatment Plan, den sie vor Covid nicht erhalten hätten. Und wichtig, das Programm gilt auch für Kinder. Ja, Kinder, die vieles erduldet haben in den letzten 1,5 Jahren, nicht zuletzt aufgrund der ständigen Lockdowns und des monatelangen Unterrichts zu Hause, das Homeschooling. Ja, und wer konkrete Geschichten und Erlebnisse nachlesen will, mit weiteren Informationen zum Thema Mental Health, dem kann ich noch eine Webseite empfehlen, das Embrace-Portal von Mental Health Australia. Sie finden es auf der Webseite von Mental Health Australia. Die Koordinatorin ist Ruth Das. On our website, we have multilingual fact sheets which provide information in lots of different languages about different mental health issues and different mental health problems, but also information about where you can go to get some help. We also have some videos there from people with lived experience talking about their own stories of mental illness and what it's been like for them. Ruth Das. Und hier noch die Nummer von Beyond Blue. 1300 224 636 rund um die Uhr. Außerdem Lifeline 13 11 14 13 11 14. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.